Moin, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, live bei Sprungwurf TV. Ihr habt es genau richtig gemacht. Ihr habt wie immer 20:15 Uhr Anwurf, das Handballmagazin eingeschaltet. Und heute haben wir wirklich drei Typen, das muss ich so sagen, drei coole Handballtypen. Der eine kommt nach Flensburg zurück, der andere war auch schon in Flensburg, der andere auch Ewigkeiten schon mit Flensburg verbunden. Also irgendwie ist es heute alles so ein bisschen Flensburg-lastig. Und doch sind wir quasi Handball global. Es gibt so viele Themen zu besprechen und deswegen gehen wir gleich rein. Ich stelle sie euch ganz, ganz schnell vor. Der eine wechselt von Hildesheim zurück zum DHK Flensburg. Ich begrüße Ole Zakczewski. Moin. Moin. Ich grüße dich. Dann, der Mann ist jetzt Geschäftsführer im HVSH, so rum, da wollte ich zu viele Buchstaben auf einmal, hat aber auch schon zum Beispiel in der Flensburg Akademie trainiert. Das ist Sascha Zollinger. Hallo Sascha. Hallo. Und wenn ich Flensburg sage, dann muss ich ihn natürlich auch gar nicht mehr groß vorstellen. Mittlerweile ist er bei Empor Rostock und jetzt ganz frisch auch auf Instagram. Da müssen wir natürlich drüber sprechen. Till Wiechers ist da. Hallo. Hallo. Hast du dich in der Social-Media-Welt schon ein bisschen zurechtgefunden? Ja, du hast mir ja gerade schon glorreiche Tipps gegeben, dass da sich Bots rumtreiben sollten. Ich bin ja erst seit einer Woche da, aber die ganzen schönen Mädchenanfragen, die ich bis jetzt bekommen habe, scheinen dann ja wohl gar nicht echt zu sein. Also, von daher muss ich mich jetzt erstmal sammeln. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, ich muss mich erstmal sammeln. Ja. Okay, dann befrage ich erstmal Ole und Sascha ganz kurz und gebe dir einen Moment. Wie geht es euch? Sascha, wo finden wir dich? Im Homeoffice wahrscheinlich, oder? Tatsächlich immer noch im Homeoffice seit 16.03. Ich vermisse die Halle und den Geruch von Harz und das Geschrei. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir endlich wieder loslegen dürfen. Ist die gesamte Geschäftsstelle überall bei sich jeweils zu Hause oder wie läuft das? Ja, die haben uns so organisiert, dass wir aus dem Homeoffice ganz normal unseren normalen Turnus erledigen, Sprechstunde machen, Videokonferenzen. Das läuft alles übers Homeoffice. Ole hat sich da hinten schon wieder die Welt zurechtgelegt. Aber du bist auch bei dir zu Hause oder wo finden wir dich? Ja, ich bin ja jetzt gerade frisch wieder nach Flensburg gezogen und wir sind jetzt gerade fleißig dabei, die Wohnung noch einzurichten. Also ja, ich habe viel um die Ohren, bin fleißig dabei, mein Knie wieder hinzubekommen. Also noch ist mir nicht langweilig geworden. Darüber müssen wir gleich ausführlich sprechen, ganz genau. Wir freuen uns erstmal, dass du wieder zurück bist im echten Norden, wie es so schön heißt, in Schleswig-Holstein. Und Till scheint sich wieder gefasst zu haben. Wir finden dich auch im heimischen Arbeitszimmer. Ja, das ist richtig. Das ist mein Büro. Oh, guck mal, und da hinten Bücherregal und wir haben, ist da die Tafel, wo dann immer ausgeklügelt wird, wie Empor Rostock am Wochenende spielt? Da die auf dem Whiteboard, ja, das stimmt. Da schiebe ich sehr viel meine Steine hin und her und pendel hier hin und her, um mir meine Gedanken zu machen. Hast du gut erkannt. Wir kriegen hier Einblicke bei Anruf, das ist der Wahnsinn. Und gleich verspreche ich euch noch ganz, ganz viele mehr. Einen Spot und dann legen wir so richtig los. Die härtesten des Handballs. Handballhimmel und Handballhölle. Jetzt im Buchhandel. Wir sind wieder da, der schnellste Spot der Welt. Und jetzt die schnellste Fragenlawine der Welt. 5 Fragen an jeden unserer Gäste, die erstmal so rein gar nichts mit Handball zu tun haben, denn wir wollen natürlich sie ein bisschen besser kennenlernen. Und wir starten mit Sascha. Bist du bereit? Jo. Fantastisch. Frage 1. Welche Sprache würdest du gerne fließend sprechen können? Französisch. Französisch. Welche Sprachen kannst du? Deutsch, Englisch. Das war's. Platt auch eigentlich? Ja, also verstehen auf jeden Fall. Und meine Eltern haben auch platt miteinander gesprochen, aber richtig platt kann ich nicht. Ich beneide jeden, der es kann. So ein wenig. Kaffee oder Tee? Ganz klar Tee. Oh, kein Kaffeemensch? Nee. Frage 3. Kannst du gut kochen? Und wenn ja, was ist deine Spezialität? Kochen gehört nicht zu meinen Stärken und für ein Spiegelei reicht es noch. Stark, ja. Für den Sonntagmorgen dann. Wenn du nicht mehr schlafen müsstest,
Was würdest du mit der zusätzlichen Zeit anfangen? Ich würde reisen, die Welt bereisen, bin relativ früh da ins Studium und diese ganzen Themen reingegangen und habe irgendwie für mich so das Gefühl, ich hätte noch ein bisschen mehr einzelne Städte bereisen müssen. Wo würdest du gerne hin, wo du noch nicht warst? Ja, also alleine Amerika mit New York, mit Vegas, mit San Francisco, solche Themen. Barcelona war ich auch noch nicht tatsächlich. Das würde mich schon interessieren, so von den Großstädten. Letzte Frage. Wo würdest du morgen hinziehen und wohnen, wenn Geld dabei absolut keine Rolle spielen würde? Ich würde nach Rom ziehen. Eine richtig alte italienische Villa mit allem drum und dran. Und da ist die Stadt, da war ich tatsächlich schon mal, die bietet unheimlich viel, auch an Flair, an Lebensqualität, Dolce Vita. Und das ist, glaube ich, eine coole Geschichte. Wenn wir dann das nächste Mal dich bei Anruf zuschalten, dann Sascha Zollinger. Großartig, freue ich mich sehr drauf dann. Till, wenn alle Jobs gleich bezahlt werden würden, welchen Beruf würdest du dann wählen? Ich wäre wahrscheinlich trotzdem Handballtrainer. Ich würde aber auch gerne mal andere Berufe ausprobieren. Ich hätte im Moment gerade tierisch Lust, Bundeskanzler zu sein. Wahrscheinlich auch nur eine Woche und dann wäre es wieder gut. Aber ich glaube, ich wäre tatsächlich Handballtrainer. Du kannst ja Bill Gates Konkurrenz machen. Ich habe gehört, er will jetzt auch irgendwie die Welt regieren. Ja. Ist das so? Hashtag Fake News, Leute. Glaubt es nicht. Frage 2. Was war das schärfste Essen, das du jemals gegessen hast? Oh, ich habe einmal bei so einem Vietnamesen ein Essen bekommen, was mir gar nicht gut bekommen hat. Ich habe extra versucht, ihm klarzumachen, dass ich kein scharfes Essen vertrage und ich glaube, das hat er als Herausforderung gesehen, aber was das war, kann ich dir nicht sagen. Was ist denn, ich ahne es fast, deswegen werde ich die Frage, glaube ich, ein bisschen verändern. Hier steht, was ist deine Lieblingsbeschäftigung an Wochenenden? Da ich mir die Antwort aber denken kann, würde ich sagen, was ist denn deine Lieblingsbeschäftigung an Wochenenden, wenn du nicht in der Handballhalle bist? Na, dann ist meine Lieblingsbeschäftigung, mit meiner Tochter Zeit zu verbringen und da entscheidet sie dann, was wir machen. Achso, sie ist dann der Boss sozusagen. Ja, das ist ziemlich eindeutig. So wie ich dich kenne, wird sie ja dann zwangsläufig irgendwann auch die Wochenenden noch mehr in den Hallen verbringen. Das weiß ich nicht. Also sie sagt mir jetzt schon manchmal, sie kennt die Spieler schon sehr gut und sagt mir auch, warum hat der denn das jetzt nicht so gemacht? Obwohl sie es natürlich noch nicht weiß, aber schauen wir mal. Erste Kritikerin. Was war das größte Erfolgserlebnis, das du bisher hattest? Sportlich? Ist hier nicht näher definiert. Also sportlich, handballerisch ist, denke ich, schon die Meisterschaft, die wir letztes Jahr geholt haben, weil die einfach so dermaßen unerwartet war und so viele emotionale Höhepunkte in der Saison passiert sind, dass das ja dann auch in der letzten Sekunde oder mit dem letzten Spieltag entschieden wurde. Das war schon extrem, ja. Letzte Frage. Was oder wer bringt dich immer zum Lachen? Meine Tochter bringt mich auch immer zum Lachen. Ja. Sehr gut, so soll das sein. Frage 1. Ole, was war der seltsamste Ort, an dem du jemals warst? Ja, das ist eine gute Frage. Es gab mal mit dem DHK Flensburg 2016 eine Abschlussfahrt nach Weißrussland. Und da sind wir dann in eine Disco gegangen, Dosari Club hieß das. Und das war wirklich eine super Party. Also der Laden war komplett voll, da war eine Live-Show auf der Bühne und da war richtig Alarm. Und irgendwann sind wir dann aber auch wieder raus und dann sind wir irgendwie einmal kurz falsch abgebogen und sind in so einen dunklen Gang gekommen, wo ein Pferd stand. Und das fand ich so abgedreht, also weiß ich nicht, wie dieses Pferd dahin kam, aber ja, das war der seltsamste Ort, an dem ich hier war. Was habt ihr in Weißrussland gemacht? War das der Mallorca-Ersatz oder habt ihr in der 3. Liga die Wildcard für die Champions League bekommen? Sowohl als auch. Nee, also wir haben da die Firma von Peter Stotz beziehungsweise von seinem Vater besichtigt. Die haben da ihren Hauptsitz und wir wurden eingeladen, uns das alles anzugucken. Das war eine ganz tolle Geschichte, super viel Spaß gemacht.
wird immer noch viel drüber geredet. Gerade wenn wir in der Besetzung von damals zusammen sind, dann dauert das nicht lange, bis es da irgendwelche Stories aus Weißrussland wieder auf den Tisch kommen. Also das war echt cool. Wie lange wart ihr da? Mittwoch bis Sonntag. Irgendwie so 3, 4, 5 Tage, irgendwie sowas. Abschlussfahrt quasi von der Länge her. Jetzt erschließen sich mir auch so einige Community-Fragen, die hier auf Instagram an dich hierher angetreten sind, mit der Herr sprechen. Frage 2. Auf welche Sache an dir bist du richtig stolz? Ja, das ist auch eine schwere Frage. Also was ich tatsächlich wirklich gut kann, gerade im Sommer, ist, ich hole mir konsequent immer einen richtig dicken Sonnenbrand ab. Das muss man echt sagen. Also das sind nicht einfach flächendeckende Sonnenbrände, sondern ich kriege dann teilweise einfach Flecken oder da wird so eine richtige Kante von der Hose sichtbar oder sowas. Also da habe ich schon echt ein paar richtige Klopper gebracht. Hey Ole, was für ein Talent hast du? Hey, ich bekomme Sonnenbrand. Ja. Frage 3. Was war das Lustigste, das du zu Schulzeiten erlebt hast? Ja, also das war in der 11. Klasse, glaube ich. Da hatten wir so einen alten Computer in unserem Klassenraum stehen. Und das war so ein altes Ding und ich glaube, unser Lehrer wusste gar nicht, dass der funktioniert. Der war aber ins Internet angeschlossen und der hatte Lautsprecherboxen. Ja, und dann haben wir im Unterricht, also vor dem Unterricht, so einen einschlägigen Film angemacht, also so einen Erotikfilm, und haben den Ton ganz, ganz, ganz leise gedreht, sodass der Lehrer das nicht gemerkt hat. Dann haben wir den Bildschirm natürlich ausgemacht und irgendwann in den Stillarbeitsphasen kam dann immer der Ton ab und zu mal durch. Und der Lehrer hat das nicht verstanden, wo das halt herkam und meinte, was das für Geräusche wären und dass wir es doch mal lassen sollen, bitte. Und wir haben uns da halb tot gelacht. Oh Gott, aber das stelle ich mir sehr, sehr amüsant vor. Ja, das war es auch. Frage 4. Hast du schon einmal Online-Dating-Apps ausprobiert? Ja, habe ich ausprobiert, ja. Aber ist lange her. Und wahrscheinlich nicht der Rede wert. Ja, also wie gesagt, es ist lange her. Was machst du, wenn dir langweilig ist? Letzte Frage. Dann gucke ich entweder auf meinem Handy die Sport 1 App durch. Die kann ich jedem Sportinteressierten ans Herz legen. Oder ich stalke bei Facebook die Seite von anderen Vereinen, gegen die ich Handball spiele in der Saison. Das finde ich immer ganz spannend, das nachzulesen, was da bei den anderen Vereinen los ist, wie die Zeitungsberichte der anderen Vereine sind, wie die auch vielleicht internen Berichte aussehen. Da kann ich mich drin verlieren. Da sind wir auch direkt schon im Thema. Also das war jetzt die Fragenlawine und jetzt gehen wir rein in unsere einzelnen Gast-Talks. Und Ole, du bist unser erster Gast. Wir brauchen dich hier, glaube ich, im Norden nicht wirklich vorstellen, aber wir tun es trotzdem. Du wechselst jetzt wieder von Hildesheim zum DHK, hast vorher auch schon beim DHK gespielt, hast schon eben erzählt, dass du jetzt nach Flensburg gezogen bist, für alle, die gerade dazu schalten. Und dann muss ich dich natürlich fragen, wenn du schon bei Gegnern und so weiter bist, wie würdest du die Drittligasaison mit Hildesheim bewerten zuletzt? Ja, insgesamt muss man, glaube ich, schon sagen, dass wir unter unseren persönlichen Anforderungen geblieben sind. Also ich denke, mit der Saison, wie sie jetzt gelaufen ist, war keiner zufrieden. Wenn man uns vorher gesagt hätte, dass wir am Ende vielleicht Dritter werden können, dann hätten wir vielleicht sogar gesagt, ja, das kann durchaus passieren. Das hätten wir jetzt vielleicht auch noch schaffen können, wenn wir weitergespielt hätten, aber die Anzahl an Minuspunkten ist so exorbitant hoch, gerade auch im Verhältnis zur letzten Saison, wo es eigentlich echt wirklich gut lief, dass ich da, glaube ich, nicht zu viel sage, wenn ich für meine Mannschaft spreche, dass wir da nicht zufrieden sind insgesamt. Also kann man ganz klar so sagen. Also wer vor der Saison ja auf das Papier geguckt hat, hat ja gesagt, okay, Dessau logischerweise muss mit als Favorit gelten. Empor Rostock, das in der Vorsaison Meister wurde, ist mit der Favorit. Und Hildesheim, Till, hat man doch auch immer noch mit dazu gezählt. Ja, auf jeden Fall. Also gerade nachdem wir ja
Kopf-an-Kopf-Rennen in der Saison davor hatten und Hildesheim auch noch einige Verletzte im Kader hatte in dem Jahr mit Kreuzbandrissen, wo also aus unserer Sicht zumindest wir damit gerechnet hatten, dass die zurückkamen, was ja dann nicht so ganz der Fall gewesen ist. Die sind ja dann auch leider zumindest fast weiterhin verletzt gewesen. Aber naja, wir haben auf jeden Fall sehr wichtige Punkte in Hildesheim auch diese Saison abgegeben. Von daher kann ich jetzt auch nichts dazu sagen, dass das irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Von mir aus hätte Hildesheim auch gerne noch 2 Punkte mehr abgeben können, dann wären wir nämlich nach der Quotientenregel vorne gewesen. Ja, ich wollte gerade sagen, auf das direkte Duell schaut ihr natürlich mit unterschiedlichen Augen so ein bisschen, aber dann gab es auch Auftritte von Hildesheim, was ich ja in Altenholz dann live gesehen habe, wo du logischerweise anschließend gar nicht gut drauf warst. Warum habt ihr euch immer dann irgendwie solche Ausreißer auch nach unten erlaubt? Ja, wenn ich dir das sagen könnte, dann wäre es ja nicht passiert. Ne? Also wir haben uns das natürlich auch gefragt. Das Ganze drumherum dieses Jahr in Hildesheim war sehr, 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 sehr aufgewühlt. Da wird ja im Prinzip ein kompletter Umbruch vollzogen und das war immer allgegenwärtig. Irgendwelche Zeitungsberichte, die immer für Irritationen gesorgt haben, aber im Endeffekt haben wir auch einfach nicht gut gespielt und das muss man einfach so ganz klar festhalten. Das passte einfach nicht. Wir hatten vielleicht 1, 2 Abgänge, die wir nicht adäquat ersetzen konnten. Die anderen Mannschaften, gerade auch Rostock, hat sich in meinen Augen auch echt gut verstärkt. Dessau als Zweitliga-Absteiger war sowieso ganz oben zu erwarten. Von daher war uns schon klar, dass es eine schwierige Saison wird, wenn man die Messlatte der Vorsaison da anlegt. Aber trotzdem hätten wir uns natürlich gewünscht, dass wir das ein bisschen besser gestalten können. Bevor wir gleich auch zu deiner Zeit insgesamt kommen, aber was ist da gerade los? Man bekommt das immer nur so ein bisschen durch die Medien mit, dass es umstrukturiert wird, neuer Sponsor, Fragezeichen und mit einzelnen Spielern wird gesprochen, hattest du ja schon auch bei unserem Interview in Altenholz angedeutet. Wie wird das in Hildesheim weiter angegangen? Inwieweit hast du das noch mitbekommen? Im Endeffekt geht Gerald Oberbeck als wirklich ganz, ganz langjähriger Macher in Anführungsstrichen des Handballs in Hildesheim da raus aus der Drittligamannschaft und es wird eine neue GmbH gegründet oder ist gegründet worden mit einem neuen sportlichen Leiter, mit einem Mäzen und ja, da sind eben die Ansprüche sehr, sehr deutlich formuliert worden, dass man unbedingt zurück möchte in die zweite Liga und man hat eben unseren Kader, so wie er jetzt war, als nicht dazu fähig gesehen. Ja, wenn man die Saison sieht, durchaus auch zu Recht. Aber das hat natürlich immer für Störfeuer gesorgt, weil im Prinzip jeder wusste, er spielt da unterm Brennglas und wenn man nicht funktioniert, dann ist im Prinzip nächstes Jahr Schicht im Schacht und man kann sich einen neuen Verein suchen. Und ich hatte das Gefühl, dass es gerade bei unseren jüngeren Spielern, von denen wir eben doch einige auch in großen verantwortlichen Positionen hatten, für schwere Beine und einen schweren Kopf gesorgt hat. Dann mal ganz offen gefragt, hat das auch deine Entscheidung noch beeinflusst, jetzt zurück zum DRK zu gehen oder war für dich sowieso klar, A, ich gehe wieder zurück in den Norden und B, es ist 2020 dann der Fall? Ja, also das war von vornherein nicht klar, dass es 2020 der Fall ist, aber es war schon immer klar, dass meine berufliche und private Zukunft hier oben ist. Von daher war es schon für mich klar, dass ich irgendwann zurückkomme. Und mit den Umständen, wie sie jetzt waren, war es dann auch irgendwann relativ zügig klar, dass es jetzt nach der Saison der Fall sein wird, ja. Abschließend, bevor wir zum DRK kommen, wie würdest du die Zeit für dich in Hildesheim insgesamt bewerten? Ja, also sportlich, muss man natürlich ganz ehrlich sagen, war es insgesamt schon wechselhaft. Ne? Ich hatte viel Verletzungspech, ich kam verletzt an, es hat länger gedauert, als es eigentlich geplant war. Dann habe ich mich wieder verletzt, dadurch war im Prinzip die erste Saison schon weg. Da habe ich, glaube ich, 8 oder 9 Punktspiele gemacht.
Dann lief die Vorbereitung eigentlich ganz gut zur zweiten Saison. Da habe ich mich Ende der Vorbereitung wieder verletzt, musste mich da wieder rankämpfen. Das hat auch gedauert. So jetzt in den letzten 3-4 Monaten war das von der Spielzeit her eigentlich immer ganz gut. Und da lief es auch vernünftig, also auch wechselhaft und schwankend, aber es war dann okay. Und jetzt habe ich mich natürlich dann nochmal richtig verletzt. Gut, jetzt wäre die Saison vorbei gewesen, aber insgesamt, ja, also sehr wechselhaft. Ich muss aber sagen, dass es persönlich eine tolle Zeit war. Also ich habe da eine ganz coole Truppe gehabt, mit ganz verschiedenen Charakteren auch. Und das fand ich sehr spannend. Wir hatten Profis dabei, die wirklich explizit sich auf den Handball konzentriert haben. Wir hatten Studenten dabei, die die ihr Studium in unterschiedlichem Maße betrieben haben, möchte ich mal sagen. Und wir hatten natürlich aber auch eben Leute dabei, die Arbeitnehmer waren und dann eben in unterschiedlichen Umfängen gearbeitet haben. Und das war wirklich, wirklich interessant zu sehen, wie das untereinander funktioniert hat. Es war ein toller Mix. Und es waren, finde ich, lehrreiche Jahre. Ich hatte da 2 Trainer. Vorangebracht. Ja, finde ich schon. Ich hatte 2 verschiedene Trainer, die wahrscheinlich unterschiedlicher nicht hätten sein können in ihren Konzepten und in ihrer Art und Weise des Herangehens. Ich glaube, dass mich das Ganze taktisch ein Stück weit vorangebracht hat durch eben nochmal ganz andere Einflüsse, auch ganz verschiedene Einflüsse. Und ich glaube, menschlich war das auch eine gute Erfahrung. Jetzt geht es wieder in Richtung DHK. Unabhängig von der Zeit in Hildesheim, gab es denn Dinge vom DHK, die du in der Zeit vermisst hast? Ja, wenn man über 5 Jahre bei einem Verein spielt, dann gibt es natürlich, also dann entwickelt sich natürlich ein familiärer Umgang mit den Helfern, mit den Fans teilweise auch, mit allen Betreuern, mit dem Drumherum. Und wenn man dann zu einem anderen Verein neu kommt, dann ist das natürlich nicht sofort da. Ich kann jetzt aber, also das wäre jetzt ja ungerecht gegenüber dem ganzen Umfeld und etc. in Hildesheim, wenn ich jetzt sage, dass mir das gefehlt hätte, ne? Aber das war natürlich was anderes. Nichtsdestotrotz fand ich, dass wir in Hildesheim ganz tolle Fans hatten. Die hatten gerade bei den Derbys auch, wenn wir da auswärts gespielt haben, waren das im Endeffekt Heimspiele für uns. Das war großartig. Aber trotzdem, ja, dieser familiäre Umgang miteinander, der war beim DHK ja schon ein bisschen mehr gegeben, muss man schon sagen. Es war auch nett in Hildesheim und es war eine tolle Zeit, aber das auch durch die ganzen Verletzungen und dadurch, dass ich einfach nicht diese Rolle hatte, wie ich sie vielleicht beim DHK hatte, konnte sich das auch gar nicht so ergeben. Peter Stotz war ja letzte Woche bei Anwurf hier zugeschaltet. Wir sind so ein bisschen den Kader mal durchgegangen und bist ja auch nicht der einzige Neuzugang, der da kommt und einige. Ich brauche zum Beispiel nur den Herrn Krüger, der ja auch bei Sascha mitarbeitet, auf der Geschäftsstelle ansprechen, oder Tjag Dessler als Kapitän. Also viele Leistungsträger haben schon verlängert und wir haben den Kader so ein bisschen entdröselt und er hat ihn uns erklärt und herausgekommen ist das, was wir ja auch alle von außen zumindest ein bisschen vermuten, die Ansprüche beim DHK steigen wieder und ich behaupte mal, der DHK wird nächste Saison ein fester Aufstiegskandidat. Bevor ich mit Ole drüber spreche, Sascha, würdest du da zustimmen? Definitiv. Also die holen gestandene Spieler dazu und da kommt viel Qualität im Tor, im Rückraum, am Kreis und das sind zentrale Spieler und Kai Nielsen ist ein erfahrener Trainer. Man sieht, dass die Verantwortlichen die Chance, diese Spieler jetzt hier nach Flensburg zu holen, angepackt haben. Und dadurch wird sicherlich auch das Favoritenschild dann auch oben im Norden bleiben. Ähnlich hat das auch Peter Stotz dann gesagt. Ist dir das recht, Ole? Direkt ich weiß, du bist ja auch ein sehr ehrgeiziger Sportler, dass dann eben so eine klare Formulierung auch ausgegeben wird? Ja, ich sehe mich jetzt nicht in der Position, hier große Reden zu schwingen, weil ich erstmal gesund werden muss. Aber ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn wir um die Meisterschaft mitspielen. Aber ich kann da im Endeffekt anfangs wahrscheinlich nicht viel beitragen zu. Von daher ist das jetzt nicht unbedingt
bin ich da vielleicht der falsche Ansprechpartner in einer gewissen Situation? Dann klären wir erstmal insgesamt, wie lange dein Leidensweg, so nenne ich ihn mal, denn das ist er ja im Endeffekt, noch gehen wird. Wann würdest du schätzen, kannst du wieder voll einsatzfähig sein? Gibt es da einen Zeitplan? Ja, man sagt ja bei einer Kreuzbandverletzung im Regelfall 9 Monate. Ne? Und das ist jetzt im April, Anfang April operiert worden. Wenn man dann 9 Monate draufrechnet, wären wir bei Anfang Januar. Ja, irgendwo in dem Bereich wird es werden. Also ich will natürlich so schnell wie möglich fit werden, ich will aber auch so fit wie möglich werden. Und da muss man unbedingt, finde ich, einen guten Mittelweg finden, weil es nützt eben auch nichts, wenn ich dann vielleicht nach 6 Monaten wieder spiele, aber mir da eins zurechtwühl auf dem Feld irgendwie und das hat einfach, das bringt ja niemandem was dann. Sondern ich muss schon auch wirklich in einen Zustand kommen, in dem ich helfen kann. Und wie lange das letztlich dauert, also ich gehe einfach von diesen 9 Monaten aus. Ich hoffe natürlich, dass es vielleicht einen Monat schneller geht, aber das weiß man mal nicht. Nichtsdestotrotz kommst du in einen Kader rein, der, wie Sascha gerade auch schon sagt, also erfahren ist und der sich Ziele setzt, unabhängig davon, dass es jetzt der DRK ist und dass du verletzt bist, aber gefällt dir so etwas? Ja, ich finde, es macht immer mehr Spaß, um eine Meisterschaft zu spielen, als gegen den Abstieg. Ne? Und das beides wiederum macht aber mehr Spaß, als in eine Saison zu gehen und von vornherein zu wissen, okay, nach oben geht nichts, nach unten geht nichts. Im Prinzip ist die Saison nach der Hinserie durch. Das hatten wir in der 3. Liga die ersten beiden Jahre so. Und das war teilweise wirklich anstrengend. Dann fährt man in der Rückrunde zu den Auswärtsspielen und im Prinzip ist gar nicht so wahnsinnig wichtig, wie das dann ausgeht. Von daher finde ich so eine feste Zielsetzung immer ganz positiv, ja. Letzte Frage, worauf freust du dich, unabhängig davon wieder fit zu werden, jetzt wieder in Flensburg? Ich freue mich auf die Heimspiele in der Idritzhalle. Das habt ihr ja letzte Woche auch besprochen. Das ist immer eine ganz große Geschichte. Und wobei ich jetzt dazu sagen muss, also die Heimspiele nach Volksbank Arena waren natürlich auch Wahnsinn. Also Till wird das bestätigen können, gerade das Spiel gegen Rostock. Da war die Halle voll und das war schon cool. Also das war schon echt stark. Aber trotzdem freue ich mich auf die Heimspiele in der Idritzhalle. Ich freue mich auf die ganzen Leute drumherum. Ich freue mich auf die Mannschaft. Mit ein paar von denen habe ich ja noch zusammengespielt. Der Kontakt ist im Endeffekt nie abgebrochen. Die waren auch mitverantwortlich dafür, dass es jetzt nochmal in Richtung DRK. Und wie gesagt, ich bin da ganz positiv. Es wird halt nur leider noch ein bisschen dauern. Und je nachdem, wann es weitergeht und wann du fit wirst und so weiter, logischerweise auch auf ein Flensburg-Derby. Ja, die habe ich immer besonders gerne gespielt. Ich muss dazu sagen, ich habe leider nicht so wahnsinnig viele gewonnen. Wenn wir gewonnen haben, war ich eigentlich meistens nicht dabei. Deswegen wäre es ja ganz nett, das jetzt nochmal gerade zu biegen. Da braucht man ja eigentlich nur eine gute Spielplangestaltung. Man muss das irgendwie, das Rückspiel in den Idritzhallen machen und dann relativ spät zum Saisonende und dann wird es für dich passen. Ich bin gespannt, wann überhaupt wieder gespielt wird. Vielleicht hören wir ja da noch was zu heute. Schauen wir mal. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich so viele Derbys wie möglich spielen kann. Das wird ja nächste Saison sicherlich sowieso eine spannende Geschichte bei der Liga-Zusammensetzung. Das ist auch die nächste Frage tatsächlich, die ich mir aufgeschrieben habe. Wann geht's weiter? Das können wir nicht sagen, aber wir sprechen mit Sascha drüber. Ich kann euch auch sagen, wann es mit Anwurf weitergeht, in exakt 10 Sekunden. Die härtesten Seiten des Handballs. Handball-Himmel und Handball-Hölle. Jetzt im Buchhandel. Jetzt auf der großen. Ole Zakrzewski ist natürlich immer noch zugeschaltet bei uns bei Anwurf. Und wenn ihr Fragen habt, einige sind bei mir schon eingetrudelt über Instagram, könnt ihr sie natürlich hier auch im Chatverlauf auf YouTube, auf Facebook, auf Twitch stellen. Denn wir sind ja seit letzter Woche auch auf Twitch. Sensationell. Sascha, ich gebe direkt die Frage an dich weiter. Wann ist denn zumindest geplant, dass es irgendwie weitergehen könnte? Ja, das ist natürlich die
uns alle, sagen wir mal, beschäftigende Frage aktuell. Ich kann da natürlich genauso wenig wie die Leute in den anderen Ligen, in den anderen Verbänden, im DAB, in der Oberliga, was Verbindliches zu sagen. Das hängt nicht in unserer Hand im Sport, sondern das hängt davon ab, wie die Situation sich in der Pandemie entwickelt und vor allen Dingen, wie die politischen Erlässe sind, wann die Hallen wieder aufgemacht werden dürfen. Und da müssen wir abwarten. Also wenn du mich ganz persönlich fragst, ich persönlich rechne in so einem 3-Stufen-Szenario, Best Case, Normal Case und Worst Case, 1.9., 1.11., 1.1. Und da muss man sich drauf einstellen, da muss man abwarten, kommt eine zweite Infektionswelle, was passiert. Also da muss man ganz nüchtern rangehen. Und wünschen würde ich mir natürlich, dass wir regulär starten, wie die Kollegen hier auch, dass wir zum 1.9. dann auch endlich wieder Handball in der gewohnten Art und Weise haben hier in Schleswig-Holstein und höher. Es gibt ja beim DHB gerade die sogenannte Return-to-Play-Geschichte. Ja. Magst du die uns einmal kurz erklären oder vorstellen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben? Gerne. Also im Endeffekt geht es eigentlich um die grundsätzliche Situation, wo befinden wir uns gerade. Wir haben ein Virus, wir sind von der mentalen Situation in einer Geschichte drin, die wir noch nie erlebt haben. Der Staat hat einen Lockdown gemacht, irgendwie hat man zu Hause die Situation, dass man also im Homeoffice oder mit der Familie sich isoliert. Und es geht jetzt eigentlich so ein bisschen darum, unabhängig davon, was die Politik einem erlaubt, jetzt auch wieder zu versuchen, auf eine Normalität hinzuarbeiten. Und da sind wir als Landesverbände mit dem DAB, wir sind ja einer von 22 Landesverbänden, in ganz engem Austausch gewesen. Und jeder Fachverband, jede Sportart, um es mal ein bisschen platter zu sagen, hat ja für sich auch einen Dachverband, so wie den DHB haben die Volleyballer einen Deutschen Volleyballverband etc. Und wir wollten einfach versuchen, gemeinsam auch über die Teamsportarten, wo ja auch Kontakt dann ein Thema ist und nicht eher wie beim Golf oder beim Tischtennis oder wo auch immer kein Kontakt ein Thema ist, dass wir ein bisschen Druck auf den Kessel kriegen, ohne unvernünftig zu werden. Das will ich ganz klar auch sagen. Infektionsschutz hat höchste Priorität. Aber mit diesem Papier vom DHB, wo konkrete Szenarien drin sind 8 verschiedene Stufen, wo dann immer im Abstand von bummelig 2 Wochen eine Stufe weitergegangen wird und da Berücksichtigung verschiedener Hygieneregeln soll halt der Weg zum Handballspielen, wie wir es kennen, mit einer Mannschaft in der Halle mit Körperkontakt wiederhergestellt werden. Und da hat der DHB ganz bewusst auch Zeitschienen reingebaut. Also das sind dann immer so bestimmte Stichtage. Und die muss man natürlich jetzt immer abgleichen von diesem Rahmenkonzept des DHBs mit den konkreten politischen Lagen in den einzelnen Bundesländern. Also hier in Schleswig-Holstein haben wir, was die Landesregierung angeht, eine andere Situation, was Erlässe angeht, was Verordnungen angeht, als die Kollegen in Baden-Württemberg zum Beispiel. Und da müssen wir jetzt immer abgleichen, was erlaubt uns die Politik. Wir sind aktuell in einer Phase vom Montag, den 4.5., jetzt bis zum 17.5. Und am kommenden Wochenende, ich komme gerade aus einer Videokonferenz mit dem Landessportverband und mit den anderen Fachverbänden vorhin, wird es eine neue Erlasslage der Politik geben. Das bedeutet, die werden wahrscheinlich am Samstag hier was rausgeben in Schleswig-Holstein. Und wir hoffen natürlich, dass wir dann, sagen wir mal, von den Sportplätzen, von den Hartplätzen, Gummiplätzen vielleicht sogar schon wieder in kleinen Gruppen in die Halle dürfen. So, da warten wir aber ab, was die Politik uns sagt. Und in diesem Kontext ist eben wirklich zu betrachten, dieses Return-to-Play-Konzept, was du angesprochen hast. Je nachdem, was die Landespolitik vorgibt, sind wir in einer bestimmten Stufe. Ist es dann auch ein doppelter Austausch sozusagen oder gibt der DHB nur diese Leitlinien vor und ihr guckt dann mal, wie das mit unseren Gesetzen und unseren Leitlinien etc. Aufeinander passt? Oder ist es ein stetiger Austausch, dass du auch mit allen anderen Verbänden zusammen dem DHB Rückmeldungen gibst und sagst, wir würden das gerne so machen und das würde uns so passen und wir machen mal den Vorschlag?
Genau, also das Konzept ist ein offenes Konzept gewesen. Der DRB hat auf jeden Fall mit seiner hauptamtlichen Mannschaft und mit der entsprechenden medizinischen Expertise hinten dran den großen Rahmen fertig gemacht. Und dann wurden aber auch die Landesverbände um Rückmeldung gebeten. Dann gab es noch eine bestimmte Frist, wo, sagen wir mal, individuelle Situationen aus den 22 Landesverbänden den Weg in dieses Konzept gefunden haben. Wir als Schleswig-Holstein sind da über unseren Präsidenten Dirk Petersen oder auch über mich, was die hauptamtliche Ebene angeht, auch total eng mit dem DRB verknüpft, haben auch 2, 3 Themen in dieses Konzept noch mit eingebracht, dass auch, die auch den Weg da reingefunden haben. Das ist ja alles so ein bisschen Zukunftsmusik. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, aber alle arbeiten offensichtlich daran, dass es dann irgendwann, wenn es soweit ist, weitergehen kann. Wenn wir ein bisschen zurückblicken, hattet ihr ja schon andere Aufgaben im Verband. Ihr musstet zum Beispiel auf Landesebene schauen, wie wertet ihr die Saison? Ja. Das ist jetzt alles entschieden. Wie sind die Rückmeldungen von den Vereinen? Grundsätzlich sind die positiv. Also wir haben von Anfang an mit unserem Präsidium, mit unserer hauptamtlichen Mitarbeiterschaft hier im Krisenmodus auf Kommunikation umgestellt. Wir haben die Vereine angerufen. Wir sind bei den Vereinen, wo, sagen wir, Abstiegsszenarien, Aufstiegsszenarien waren, in den direkten Kontakt gegangen, haben dann auch immer berichtet, dass es jetzt erstmal noch die Zeit der Beratung ist auf Bundesebene. Wir wollten nämlich über alle Amateurligen in ganz Deutschland einen einheitlichen Beschluss fassen und nicht irgendwie eine Insellösung in Schleswig-Holstein, dann bei Ole in Niedersachsen, was Hildesheim angeht, oder bei Till in Mecklenburg-Vorpommern, dann, dass wir da zu unterschiedlichen Szenarien kommen. Das hat immer den Hintergrund, dass das ja auch dann Klagen drohen. Und wenn man so einen Grundsatzbeschluss fasst über alle sozusagen Verbände oder mit dem Bundesverband und allen Landesverbänden, dann ist man natürlich irgendwie für den gesamten Amateursport dort ganz vernünftig davor. So, das heißt bei uns, es gab keine Absteiger. Das halte ich auch für fair, weil es ist ja irgendwo auch abgebrochen worden und es wären noch einige Spiele gewesen und man konnte also die Saison sportlich nicht zu Ende führen. So hat man eben schon mal verhindert, dass dort Mannschaften den Gang in die niedrigere Liga dann finden. Und ansonsten war dann eben noch die Frage, was das Aufstiegsszenario angeht. Und da kann man jetzt natürlich drüber streiten. Also meine persönliche Meinung ist, dass die Quotientenregelung natürlich nicht perfekt ist, weil sie ist einfach von den nicht perfekten Lösungen die am wenigsten ungerechte, obwohl sie natürlich auch Makel hat. Ne, ist gar keine Frage. Und die schleswig-holsteinischen Vereine, sagen wir jetzt mal in dem Bereich Oberliga, SH-Liga, Landesliga, die haben eigentlich mit unseren Entscheidungen dort einen hohen Konsens gehabt, weil wir im Zweifel immer für die Vereine entschieden haben. Wir haben zum Beispiel auch eine Wildcard vergeben, wo wir es nicht hätten machen müssen und wollen einfach in dieser besonderen Situation jetzt auch im Dialog mit den Vereinen da agieren. Das war auf Landesliga-Ebene, oder? Das war auf Landesliga-Ebene, ja. Ein bisschen höher geschaut, 3. Liga, da gab es letzte Woche, kann man fast sagen, eine Bombe, die geplatzt ist, wobei es nicht aus finanzieller Sicht war, sondern es war zu hören, Jörl zerbricht auseinander, ja. Dass die Mannschaft einfach sozusagen zerfällt. Wie hast du davon erfahren? Wie habt ihr als Verband davon erfahren? Wie geht ihr damit um? Als Verband haben wir mit den Drittligisten auf höherer Ebene zum Beispiel auch einen ganz engen Austausch, sei es über die Final Four Turniere im Frauenbereich, wo die auch dabei sind, sei es, dass man sich eben persönlich aus dem Netzwerk kennt. Und da haben wir halt jetzt im Frauenbereich mehrere Themen gehabt. Wir sind mit den Kollegen da in Wattenbeck, die ja auch eine schwere Situation haben, natürlich im engen Austausch. Wir beraten Mönckeberg jetzt beim Aufstiegsszenario. Wir waren auch bei Harreslee in der 2. Liga mit im Gespräch und bei Jörl haben wir es tatsächlich jetzt so ein bisschen mit 1, 2 Tagen so ein bisschen Gerüchteküche vorweg gehört, aber dann letztendlich auch aus der Zeitung erfahren, aus den üblichen Medien hier oben, Flensburg Avis und Tageblatt, und sind dann aber auch kurzfristig nach der Berichterstattung direkt auf Jörl zugegangen und haben den Austausch zu den Verantwortlichen dort über unseren Präsidenten oder auch über mich dann auch gesucht. Und da wird es ja jetzt interessant. Also es gibt eine Drittligamannschaft, die in der 3. Liga ja mehr als gefestigt ist, sondern zur oberen Spitzengruppe gehört, wo, wenn alles glatt geht, auch nächste Saison 3. Liga stattfindet. Jetzt müsste man weiß es ja nicht, für die Oberliga theoretisch gemeldet werden. So war das ja zumindest auch aus diesen angesprochenen Zeitungsartikeln zu vernehmen. Wie sieht das jetzt überhaupt, kannst du uns eine kurze Übersicht für alle geben, mit Meldefristen aus, wenn noch jemand tatsächlich zurückziehen will und
hätte, wenn und aber alle möglichen Konjunktivgeschichten. Genau. Entschuldigung, also erstmal ist es so, dass wir zum Freitag, 15.05., 24 Uhr, eine Ausschlussfrist haben, nahezu über alle Ligen. Also für die dritte Liga, für die Jugendbundesliga, für die Oberliga Männer, für die SH-Ligen Erwachsene und auch Landesligen ist jetzt am Freitag 24 Uhr Schluss. Da muss ein Verein entsprechend melden, verbindlich, mit Unterschrift, Vorstand, BGB 26. Und da sind wir genauso davor wie die übergeordneten Verbände. So, und in das Szenario fällt natürlich auch Jöll rein. Die haben aber eben im Vorwege angekündigt in der dritten Liga, dass sie eben keine Mannschaft melden werden. Theoretisch könnten sie jetzt noch am Freitagabend um 22 Uhr melden, wenn es eine Mannschaft geben würde. Nur um das nochmal zu sagen. Also wir machen dann Bestandsaufnahme am Montag, dann ist Freitagabend die Meldefrist durch. Und dann guckt man sich an, wie die Meldungen am Ende dann wirklich eingegangen sind. So, und konkret, um auf die Frage, was Jöll angeht, dann nochmal zu kommen. Also Jöll ist jetzt als Mannschaft, die sich sportlich für die dritte Liga qualifiziert hat, der auch eine sehr gute Saison gespielt hat, mit diesem Rückzug laut den Durchführungsbestimmungen der Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein nicht berechtigt, in der Oberliga zu spielen in der nächsten Saison. Da gibt es eine ganz klare Regelung. Die ist auch von der Thematik her hier auch anzuwenden. Das bedeutet, die Mannschaft also der Verein hat die Mannschaft zurückgezogen und die sehen halt vor, diese Regelung, dass die in einer Spielklasse unseres Landesverbandes dann eben eingegliedert werden. So, wir haben jetzt den Kontakt zu Jöll gesucht, ganz klar. Wir haben ja kein Interesse, dass hier wir irgendwie einen Drittligisten weniger haben. Wir wünschen uns ja, dass es da weitergeht und haben das auch schriftlich so kommuniziert. Wir haben da einen sehr engagierten Vizepräsidenten mit Marco Piotraschke, der da auch hinterher ist und mit mir zusammen dann so eine Kommunikation auch übernimmt und haben das dann eben rübergegeben. Und jetzt versuchen wir natürlich trotzdem nochmal einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung an die Oberliga zu stellen. Da ist ja nicht irgendwie nur Schleswig-Holstein alleine sozusagen dann autark in der Entscheidung. Da sitzen die Kollegen aus dem Hamburger Handballverband mit am Tisch und man muss eine gemeinsame Entscheidung dann treffen. Da kann ich natürlich jetzt auch nicht irgendwie vorgreifen. Ich selber als Geschäftsführer treffe die Entscheidung auch nicht. Ich berate dann nur. Und wenn dann ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung gestellt wird, dass die in der Oberliga dann spielen möchten, wenn sie eine Mannschaft zusammenbekommen, die auch qualitativ und auch von der Anzahl dann Oberliga-Ansprüchen gerecht wird und das auch gerne möchten, dann dürfen sie diesen Antrag einbringen. Das haben wir denen auch empfohlen. Das sollen sie dann bitte auch bis Freitag um 24 Uhr machen und dann wird sich in Ruhe darüber beraten. Aber was sie auf jeden Fall in Anspruch nehmen können, ist eben in der SH-Liga zu spielen. Das haben wir auch schon in dem Schreiben Jöll angeboten. Du hast es gerade schon angesprochen, ihr beratet auch Mönckeberg, das sportlich gesehen jetzt in die dritte Liga aufsteigen kann und gerade eine Crowdfunding-Aktion am Start hat. Wattenbeek wiederum in der dritten Liga braucht auch finanzielle Hilfe. Und was man so Instagram etc. entnehmen kann, sieht das ja bei beiden relativ gut aus, oder? Ja, so wie ich das wahrnehme, machen die da einen ganz tollen, engagierten Job. Beraten ist dann immer schon fast ein bisschen viel. Also als Verband haben wir halt diese Dienstleistungsfunktion und wenn wir irgendwo Probleme sehen, dann melden wir uns und fragen, ob wir helfen können. Und mit den Kollegen in Mönckeberg, mit Jörg Becker, den ich noch aus meiner Kindheit kenne, aus Waldhubenstedt, haben wir natürlich einen ganz, ganz herzlichen Draht da. Und auch mit den Kollegen in Wattenbeck sind wir da im Austausch. Und ich kann also wirklich nur den Hut davor ziehen, wie diese Mädelmannschaften, Frauenmannschaften, die ja doch ein bisschen auch anders aufgestellt sind von der Struktur als ein Drittligist im Männerbereich, wie die dort da wirklich alles da geben, um dann irgendwo über Crowdfunding-Geschichten oder andere Themen dann eben so eine Drittliga dann eben vielleicht doch noch sicherzustellen. Ganz kurz einmal der Blick zu den Männern, Ostsee und Eiderhade. Wie ist da deine Einschätzung? Ja, mit Jan-Erik Hertwig von Ostsee oder auch mit Malte Plön von Eiderhade, mit Andreas Fröhlich haben wir auch einen vernünftigen Austausch. Eiderhade ist, glaube ich, Euphorie pur. Die müssen einfach nur gucken, ob jetzt in der Corona-Zeit die Finanzen das zulassen, dritte Liga zu spielen. Ich bin da ganz optimistisch aus den Rückmeldungen von den Akteuren, dass die dort dann auch in die dritte Liga gehen. Und bei Ostsee ist es ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Das bedeutet sportlich ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dann der Abstieg in die Oberliga, sich vielleicht auch ein bisschen schon auf die Oberliga intern so ein bisschen vorbereitet. So, wir spielen halt nächstes Jahr Oberliga. Wir gucken, was wir da für einen Kader dann zusammenbauen.
Und da ist natürlich auch jetzt in der Sponsoring-Landschaft natürlich auch die Herausforderung, Drittliga zu finanzieren und auch eine schlagkräftige Truppe zusammenzubekommen. Ich denke aber, dass beide Mannschaften melden werden. Zumindest habe ich keinen anderen Kenntnisstand und warte jetzt auch den Freitagabend dann ab. Letzte Frage von mir erst einmal, aber es gibt ja einige Community-Fragen und wenn auch ihr noch an Sascha gerne eine Frage stellen wollt, schreibt sie hier in den Chat rein. Wie ist insgesamt das Zwischenfazit bei den Meldefristen, jetzt ab mal von Jörl etc.? Ja, die Vereine sind fleißig. Ich habe jeden Tag 60, 70 E-Mails und wir müssen die halt dann auswerten und entsprechend hinterlegen. Und es gibt auch nochmal einen kleinen Reminder, damit da nicht irgendeiner was verschläft. Und ich bin jetzt auch gespannt, die nächsten beiden Tage werden ja nochmal dann mit erhöhtem E-Mail-Aufkommen sozusagen versehen sein. Ich hoffe, du hast genug Speicher. Ja, das passt schon. Ich freue mich sehr, dass du uns Auskunft gegeben hast. Vielen Dank, lieber Sascha. Gerne. Und wie Till Wichers seine Mannschaft auf ein Auswärtsspiel bei Eiderhade vorbereitet, das besprechen wir in 10 Sekunden. Ihr kennt das Spiel, ein Spot, dann geht's weiter. Die härtesten Seiten des Handballs. Handball-Himmel und Handball-Hölle. Jetzt im Buchhandel. Jetzt. Jetzt sind wir wieder da. Schön, dass ihr immer noch bei Anwurf seid. Unser jetziger Gast heißt Till Wichers, ist, ich habe es vorhin gesagt, gerade ganz, ganz neu bei Instagram. Echte Gewinner heißt er da. Till, was hat es damit auf sich? Was ist das? Ja, vielen Dank. Das ist eine Initiative für Kinder und für Jugendliche und ich möchte einfach versuchen, so viele positive Vorbilder wie möglich zu finden, um den positiven Bildern, die es im Sport gibt, einfach eine größere Bühne zu geben. Gefühlt hat ja in der Medienlandschaft immer nur das Negative irgendwie, die großen Schlagzeilen. Wenn ich irgendwelche Sportnews gucke, dann sind es ein Skandal nach dem anderen. Aber es gibt einfach viel mehr Sportler, viel mehr Trainer, die eigentlich auch positive Werte haben und richtig gute Vorbilder sind. Und denen wollte ich einfach eine Bühne geben. Und ja, das ist so ein bisschen ein Projekt von mir und eine Herzensangelegenheit, die ich schon seit längerer Zeit im Hintergedanken habe. Jetzt war einfach eine gute Zeit, damit zu starten. Da habe ich einfach gesagt, los geht's. Ich halte das hier gerade mal in die Kamera. Ich hoffe, kann man das überhaupt erkennen? Ja. Also da gibt es auf jeden Fall, so muss ich das drehen, einen Spot von dir, wo du sagst, hey, bist auch du ein Sportler auf der Couch etc. Also wenn ich jetzt Sportler auf der Couch bin, fühle ich mich angesprochen und was kann ich machen? Mitmachen. Also grundsätzlich geht es darum, wenn ich jetzt dich fragen würde, was sind die wichtigsten Werte für deinen besten Freund? Gib mir eine Antwort. Für meinen besten Freund, Loyalität. Loyalität, Ehrlichkeit, Respekt, Vertrauen, Empathie, so eine Sachen kommen. Wenn ich fragen würde, was sind die wichtigsten Fähigkeiten für einen guten und erfolgreichen Sportler, dann kommt meistens Disziplin, Ehrgeiz, Wille und so weiter. Und das kann man einfach in 2 Bereiche teilen. Einmal in die Werte von Freundschaft oder die moralischen Werte, die Werte von Familie und die Werte von Performance. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist dir wichtiger, wie ich es auch in dem Video gemacht habe, dann kommen eigentlich von allen oder zumindest vom Großteil. Wir haben auch eine Umfrage gemacht, da war es irgendwie 33:3 für die Werte von Freundschaft, Familie. Das ist einfach allen wichtiger. Aber wenn man dann überlegt, ja, woran stecken wir unsere Zeit? Was ist eigentlich das, worauf wir unsere Konzentration widmen, was wir auch täglich im Training machen oder ja, als Trainer in der Vorbereitung auf ein Spiel geht es eigentlich Montag schon immer nur um das nächste Ergebnis. Also wir haben viel mehr Aufmerksamkeit auf den Werten von Performance, aber die Werte von Freundschaft und Familie sind uns eigentlich viel wichtiger. Und ich wollte einfach nur das Ganze wieder umdrehen und habe dieses Motto Gewinn mit Charakter auch in der Mannschaft ja schon immer als unser Slogan irgendwie so verbreitet und will einfach versuchen, den Sport als was zu nutzen, der eine Bühne für das ganze Leben ist. Also mir war schon immer auch mit Jugendlichen wichtig, Charakter zu trainieren und Persönlichkeit zu trainieren und ihnen was fürs Leben mitzugeben und nicht nur von einem Ergebnis zum anderen zu gucken. Und wenn die Corona-Zeit uns jetzt irgendwie was sagt oder zeigt, dann ist es ja so, dass wir als Sportler zumindest die Ergebnisse oder die Tabelle sowas von systemirrelevant sind, dass man uns einfach so abgeschaltet hat und jetzt kein Mensch weiß. Sascha sagt, erster könnte sogar sein. Wir sind einfach nicht systemrelevant, aber die Werte, die wir vertreten als Sportler, also Zusammenhalt,
aber auch einfach aus jeder Situation das Beste rausholen, ohne sich zu beschweren, das positiv zu sehen. Also im Sport muss ich ständig mich neu orientieren, was passiert gerade, wie kann ich jetzt aus der Situation jetzt das Beste rausholen, um halt zu gewinnen. Das geht nicht anders. Wenn ich das nicht kann, kann ich kein erfolgreicher Sportler sein. Und das aber immer im Hintergrund als Team, Zusammenhalt, das sind die wichtigsten Werte, die jetzt die Gesellschaft braucht. Also die Vorbilder, die wir jetzt brauchen, sind super systemrelevant und die brauchen wir unbedingt. Nur wir können sie im Moment nicht zeigen und deshalb sind die echten Gewinner jetzt eine Bühne, um die Werte vom Sport trotzdem zeigen zu können. Ich merke schon mal, wie viel Enthusiasmus du das hier schon wieder vorträgst und du bist noch gar nicht in der Kabine, sondern bei dir zu Hause. Wie muss das erst in der Kabine sein? Sascha, du kennst ja jetzt Till auch. Er ist doch auch schon immer auf dem Feld in der Kabine so ein Menschenfänger gewesen und als Trainer musst du ja Menschenführer sein. Till hat das schon im Jugendbereich verkörpert, was er jetzt, glaube ich, da über die Jahre noch viel weiterentwickelt hat immer einen ganzheitlichen Ansatz gesehen und nicht nur so, sagen wir mal, dieses kurzfristige Erfolgsdenken gehabt. Und ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Inwiefern hast du denn die Mannschaft von Empor jetzt da schon mit integriert in dieses Projekt? In das Projekt konkret sind sie nicht integriert, das ist mein eigenes persönliches Projekt, aber die Philosophie, die das Projekt verinnerlicht, die hat meine Mannschaft auch zu 100% verinnerlicht. Also quasi ist meine Mannschaft sind meine Mannschaft echte Gewinner und wir haben diese Philosophie so ein bisschen als Beweis dafür, dass es funktioniert. Also mir ist ja schon klar, dass ich mit diesen Werten von Freundschaft dafür werde ich nicht bezahlt oder so. Das Wichtigste ist im Profisport ist, dass das ein Business ist. Ich muss gewinnen und so viel wie möglich gewinnen und halt auch erfolgreich sein. Und was ja beim besten Fall auch nur dann funktioniert, wenn die Mannschaft wirklich geschlossen ist. Genau, und wir sind auch keine guten Vorbilder oder können keine Vorbilder sein, wenn wir nicht gewinnen, weil dann guckt keiner auf uns. Und deshalb ist das natürlich extrem notwendig, dass wir auch Woche für Woche Topleistung abliefern und ich will einfach diese beiden Sachen zusammenbringen, nämlich das Gewinnen und die Werte von Freundschaft und Familie in den Vordergrund zu stellen. Und ich will zeigen, dass das funktioniert, sich auf das zu konzentrieren, also nicht auf die Performance zu konzentrieren oder mehr auf die Werte von Freundschaft zu konzentrieren, bringt am Ende sogar mehr Performance. Also ich bin ja nicht so, dass ich sage, Performance ist unwichtig, da wird Sascha auch wissen, wie viel Wert ich auf die Werte von Performance lege. Aber es gibt eben Wichtigeres und das ist Familie, Freundschaft und die Werte, die für eine Familie stehen. Das war das eine, was gerade so ein bisschen medial Aufmerksamkeit bekommen hat. Dann gibt es noch eine YouTube-Show, aber da gab es auch Spieler von Empor, die mit da drin sind. Das ist dann wiederum von Vereinsseite oder wie? Ich habe ja am Wochenende einmal reingeklickt. Auf YouTube kann man sich das anschauen. Ja, das Projekt ist völlig unabhängig von den echten Gewinnern, sondern das Projekt ist komplett von unserer Mannschaft, also von mir und der Mannschaft zusammen initiiert. Natürlich überschneiden sich immer wieder Dinge, weil unsere Philosophie eben die von den echten Gewinnern ist, das Gewinnen mit Charakter und auch der Ansatz von der Show derselbe ist, nämlich wir sind im Moment nicht relevant, also was können wir als Mannschaft und ich als Trainer jetzt machen, um unsere Werte trotzdem weiterzugeben. Wir haben eine extreme Aufmerksamkeit und super viele Fans, die einen großen Zusammenhalt haben, also eine richtige Familie gehabt. Wir hatten mehrere Spiele mit 4.500 Zuschauern und wir wollten einfach irgendwie eine Bühne finden, wie wir jetzt in Kontakt mit unseren Fans und Zuschauern bleiben können, aber auch mit unseren Sponsoren und wie wir einfach auch jetzt was Sinnvolles machen können, also zu helfen und vielleicht irgendwelche Projekte zu initiieren, auch mit anderen Vereinen, wie wir in der Stadt und der Region jetzt irgendwie was Sinnvolles machen können. Das finde ich ganz wichtig, dass wir einfach das auch hier nochmal so ein bisschen aufdröseln. Ich habe da reingeguckt, sehr, sehr cool. Also ihr seid ja auch da sind wir wieder beim Thema Instagram, sehr, sehr aktiv, was Social Media angeht, mit Home Stories und Fragerunden und so weiter. Wie kann man als Verein gerade in dieser Zeit irgendwie medial gesehen relevant bleiben, dass die Fans immer noch sehen, da passiert was, meine Mannschaft gibt es noch? Ich glaube, dass diese Philosophie ein wichtiger Bestandteil davon ist, dass das funktioniert, weil die Mannschaft ja im Moment komplett in Kurzarbeit ist, zu 100%, also eigentlich ja gar nicht arbeiten darf, aber eben halt trotzdem so von sich aus motiviert ist und von sich aus in Kontakt mit den Fans und allem bleiben will. Daraus ist diese Show halt entstanden, weil wir sofort so viele Ideen hatten, was man machen kann mit diesen Home Stories und da kam vieles von den Jungs von innen und die machen das, weil es ihnen Spaß macht und weil sie auch einfach
eine Bindung zu diesen Zuschauern haben wollen. Ole hat das vorhin ja auch beschrieben, dass es beim DRK einen familiären Zusammenhalt dort gibt. Und in Hildesheim hatte ich eigentlich auch das Gefühl, dass das ziemlich so ist. Zumindest bei dem Spiel, bei den Spielen, wo wir jetzt gewesen sind, war da eine extreme Fanzusammenhalt. Und bei uns ist das ja totaler Wahnsinn mit über 4.500 Zuschauern in der Stadthalle. Und die Jungs sind einfach davon intrinsisch motiviert und wollen das einfach. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, damit das auch funktioniert. Jetzt haben wir sehr viel über Hildesheim gegen Rostock gesprochen. Jetzt werden wir doch wieder sportlich tatsächlich und gucken kurz nochmal auf die vergangene Saison. Dann machen wir sozusagen die Geschichte rund, weil wir auch mit 3. Liga angefangen haben. Aber ich habe zum Beispiel in den Livestream geschaltet in der Stadthalle gegen Dessau. Und da habe ich gedacht, da spielt ein kommender Aufsteiger oder der kommende Aufsteiger. Und ich habe nicht gedacht, dass es Dessau ist. Ja, das war ein ziemlich geiles Spiel und hat riesig Spaß gemacht. Das war eins von diesen ausverkauften Spielen und wir waren ja da mit 4 Punkten in Rückstand in der Situation, glaube ich. Also waren gezwungen, dieses Spiel zu gewinnen, um noch im Rennen zu bleiben. Und Dessau hatte, glaube ich, bis dahin gar keine Punkte abgegeben. Also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ja, wir waren sehr, sehr unter Druck und haben da eine gigantische Leistung abgeliefert und zwischenzeitlich mit 10 Toren oder 9 Toren, glaube ich, geführt. Das war ein Riesenerlebnis und ein fantastisches Spiel, aber es war halt auch ein Spiel und aber wenn du schon so sagst, dass es auch so wichtig war, logischerweise rechnerisch gesehen, wie muss man sich dann Till Wichers vor so einem Match in der Kabine vorstellen? Nochmal bitte? Wie muss man sich vor so einem wichtigen Spiel, wo es schon noch tatsächlich in der Saison um so viel geht, wie muss man sich da Till Wichers in der Kabine vorstellen? Ja, also ich glaube, dass wir uns extrem gut auf das Spiel vorbereitet haben. Wir hatten auch eine Woche spielfrei, hatten also 2 Wochen, die wir genutzt haben und haben eigentlich schon sehr viel Vorarbeit auf das Spiel taktisch hingelegt, sodass wir eigentlich so, als wir in der Halle waren, schon jeder genau wusste, was passieren wird, wie wir spielen wollen. Auch also taktisch waren wir auf alles vorbereitet, was dann auch ja alles eigentlich ziemlich gut geklappt hat. Also wir waren sehr, sehr, sehr konzentriert, sage ich mal. Und woran appellierst du dann kurz vor Anpfiff nochmal, bevor ihr wirklich rausgeht? Tatsächlich, kurz vor Anpfiff appelliere ich an gar nichts, weil wenn ich nicht geschafft habe, meine Mannschaft bis dahin in den richtigen Zustand zu kriegen und dass sie wissen, was los ist, dann werde ich es auch kurz vor Anpfiff nicht mehr schaffen. Also dann ist das in der Verantwortung von jedem Spieler und ja, da passiert wirklich von meiner Seite aus nicht mehr viel, was kurz vorm Spiel passiert. Also unsere Ansprache ist 1 Stunde vor dem Spiel, wo wir die taktischen Sachen nochmal kurz durchgehen und dann hauptsächlich versuchen wir so den richtigen Zustand dann für das Spiel zu gewinnen. Ja, aber sehr, sehr viel passiert auch schon dann in der Woche vorher. Wenn ich so insgesamt eine Zeit betrachte, das war ja wirklich, naja, es ist ja keine richtige Achterbahnfahrt, es ging ja nicht runter, rauf, sondern es gab diese eine Saison, wo ihr in der 3. Liga unten wart und dann habt ihr die Kogge quasi gedreht und seitdem geht das bergauf, dann seid ihr ganz, ganz knapp vor dem Aufstieg gescheitert und seid jetzt wieder obendran gewesen. Man weiß nicht, was gewesen wäre, wenn die Saison ganz normal hätte weiterlaufen können. Wie bewertest du deine Zeit bislang in Rostock? Also extrem positiv und sehr, sehr lehrreich und sehr emotional. Wir hatten in die 3 Jahre, die wir jetzt da sind, spricht es schon richtig an. Das erste Jahr haben wir gegen Abstieg gespielt und das war sehr, sehr, sehr viel Druck da, das halt schaffen zu müssen. Vom ersten Spiel oder schon 3 Wochen vor dem ersten Spiel war das eigentlich klar, dass das so kommen wird, dass es sehr, sehr, sehr schwer werden wird. Und dann war die zweite Saison, wo wir 10 Endspiele hintereinander hatten am Ende der Saison, wo wir immer gewinnen mussten, um dann am Ende dann auch Erster werden zu können. Und die waren eigentlich alle knapp. Wir haben zigmal 10 Minuten vor Schluss hinten gelegen und das dann auch am Ende gedreht. Also wir waren niemand hat damit gerechnet, dass wir in dieser Saison Meister werden. Wir hatten uns das Ziel einstelliger Tabellenplatz gesetzt.
nach der Saison davor und also hat wirklich überhaupt keiner mit gerechnet und dann hatten wir auf einmal diese Situation und wollten das denn unbedingt, also der Druck war dann genauso da, auch wenn das ein herausfordernder Druck war, bis zur letzten Sekunde gegen Krefeld, bis dann in Konstanz, also war wahnsinnige Anspannung und das war dann im dritten Jahr eigentlich vom ersten Spieltag genauso, dass wir wieder wussten, wir müssen jedes Spiel voll da sein, 100% geben und halt auch gewinnen und so haben wir jetzt eigentlich 3 Jahre wie eine absolute Spitzenmannschaft, jedenfalls vom Fokus her, hinter mir, dass ich eigentlich in jedem Spiel wusste, es geht um alles und das war schon eine sehr, sehr emotionale Zeit auch für die ganze Familie, so der ganze Druck noch hinten dran. Also es waren keine normalen Spiele, die wir hier haben. Wir haben es gerade gesagt, schon so ein bisschen Menschenfänger. Das war das Wort, was gerade fiel. Wenn man das so aus Hamburg und Schleswig-Holstein hier beobachtet, deine Aufgabe als Trainer ist es logischerweise, die Mannschaft zu formen, die Mannschaft hinter sich zu bringen, sodass sie aufs Feld geht und alles für den Sieg gibt. Aber dann gibt es auch immer wieder Appelle von dir, Briefe von dir auch an die Fans, sei es in der schwierigen Zeit, wo es gegen den Abstieg ging, dann Richtung Neuaufbruch und so weiter, jetzt gerade auch wieder. Ist es nur mein Gefühl, deswegen frage ich dich, wie du es beobachtest, wie du es auch spürst vielleicht, aber ich habe das Gefühl, je länger du in Rostock bist, desto mehr sind die Fans auch noch mehr wirklich wie eine Wand hinter euch, weil du sie da so, du versammelst quasi die Mannschaft hinter der Mannschaft. Kann man das so sagen? Die Mannschaft eigentlich kann man es noch mehr sagen. Wir sehen uns als ein Teil dieser ganzen Familie und es gibt nicht die Mannschaft und die Fans und Vorstand oder sonst was, sondern wir haben wirklich was geschafft, eine komplette Einheit zu bilden und das war das, was ich auch immer gesagt habe. Wir sehen uns nicht als die Mannschaft oder irgendwie irgendwas, was größer ist als irgendwas, sondern haben uns immer als ein Teil nicht nur dieses Vereins, sondern der Region gesehen. Also als wir dieses erste Spiel letzte Saison in der Stadthalle hatten, also in der ersten Saison hatten wir kein Spiel in der Stadthalle, in der zweiten Saison haben wir dann ein Spiel dort gehabt. Und wir haben das in einer Situation, dieses Spiel in die Stadthalle gelegt, wo klar war, dass der Vorstand wechselt. Also wir hatten eigentlich gerade keinen richtigen Vorstand, weil klar war, dass zu dem Zeitpunkt ein neuer kam und unser Geschäftsführer war nicht mehr da, hatte gekündigt und wir hatten halt auch keinen Geschäftsführer, sodass wir dann als Mannschaft oder ich gesagt habe, wir machen jetzt dieses Spiel in der Stadthalle, ich nehme das auf meine Verantwortung und habe dann der Mannschaft gesagt, so ihr rennt jetzt los und sorgt dafür, dass wir da Zuschauer kriegen. Und dann war das Spiel auf einmal 8 Wochen vor dem Spiel ausverkauft mit 4.500 Zuschauern und das war sowas von Wahnsinn. Dann waren wir danach im NDR, im Fernsehen, im Nordmagazin und überall rauf und runter und seitdem ist da so eine Euphorie entstanden, die einfach total schön ist und gigantisch und es einfach immer nur ein Geben und Nehmen ist von beiden Seiten. Also es ist eine Familie und der Zusammenhalt es ist keine Mannschaft und eine Mannschaft, sondern es sind einfach alle zusammen. Das gibt auch so viel Energie dann in diesen Spielen, die wir dann in der Stadthalle hatten und die vielleicht auch Ole vorhin schon mal angesprochen hat, die er dann da auch schon mal zu spüren kommen musste vor ein paar Wochen. Ja, aber Autsch. Das war cool. Also natürlich war es für uns ein scheiß Spiel, weil wir es wahnsinnig deutlich verloren haben. Aber bis zum Anpfiff hat das super viel Spaß gemacht. Man hat wirklich gespürt, dass da richtig Dampf auf dem Kessel ist und dass sicherlich auch eine Drucksituation da war und das wussten die Fans, hatte ich das Gefühl auch und also das war schon ein cooles Erlebnis. Ja. Achso, entschuldige. Nee, ja. Sag du. Wir gehen direkt rein mal in die Community-Fragen, die wir bekommen haben, denn da geht auch genau in die Frage oder in die Richtung eine Frage von 7Julian98, der fragt, was sind denn in deiner Zeit bei Empor bislang die Top 3 Spiele für dich? Ja, also das ist wirklich schwierig, das auf 3 zu fassen. Also jetzt in der letzten Vergangenheit war das Spiel gegen Hildesheim war einfach Wahnsinn, weil wir nach 10 Minuten 10-1 geführt haben, glaube ich. Also da war diese Energie einfach so groß und das ist halt noch nicht so lange her. Das Spiel gegen Dessau war auf jeden Fall auch ein Highlight,
mit 4.500 oder 4.800 sind es ja, die da reingehen, ausverkauft und einfach ein riesiger Druck, der da war. Die Aufstiegsrelegationsspiele gegen Krefeld waren absoluter Wahnsinn, das werde ich niemals vergessen. Auch wenn wir es am Ende mit einem Tor in der letzten Sekunde verloren haben, war das trotzdem so das größte Spiel, was wir je gespielt haben. Die ganze Saison davor, auch das Unentschieden in Hildesheim war Wahnsinn, wo wir jetzt 3 Minuten vor Schluss mit 2 Toren hinten gelegen hatten und wenn wir verloren hätten, wäre die Saison weg gewesen und wir brauchten halt unbedingt einen Unentschieden und holen das dann da kurz vor Schluss. Auch Wahnsinn. Schwerin war auch ähnlich, wo wir mit 20 Toren gegen Schwerin gewonnen haben, das Derby, wo auch in Mecklenburg-Vorpommern ein riesen Aufriss um diese Derbys gemacht wird, also auch ein wahnsinniger Druck dahinter und auch da dann so eine überragende Leistung. Also das waren schon wirklich mehr als 3 Spiele. Gegen Sascha gewinne ich natürlich auch immer sehr, sehr gerne. Hast du aber nicht immer. Immer, ja. Was mich nochmal interessiert, bevor ich hier auf eine sehr interessante Frage komme, als du dann nach Rostock gegangen bist, gab es da eigentlich irgendwann mal einen Gedanken, in so und so vielen Jahren würden wir Rostock gerne zurück in die 2. Liga bringen? Mit dem Start hatten wir ein 5-Jahres-Konzept. Erstes Jahr war mehr oder weniger Überleben, zweites Jahr war Umbruch, 3. bis 5. Jahr war Angriff. Also Und dieses Jahr wäre theoretisch nach diesem Plan das erste Angriffsjahr gewesen. Genau. Ja. Und dann wollten wir in diesem Jahr nach dem Plan schauen, was uns denn noch so fehlt, damit wir im 4. und 5. Jahr dann auch sagen können, wir wollen jetzt angreifen, um die 2. Liga zu spielen. Und in den 5 Jahren vor allen Dingen aber auch die Strukturen im Hintergrund schaffen, dann ein richtiger Zweitligist zu sein. Also nicht nur sportlich, sondern im kompletten Umfeld so zu wachsen, dass wir dann ein Zweitligist sind. Das war der Plan bei meinem Antritt, also vor der ersten Saison. Welche Nuancen müssen jetzt für Jahr 4 und 5 noch verbessert werden? Also wir haben noch sehr viel Bedarf, was so das Ganze drumherum angeht, wie im Vergleich zu anderen Zweitligisten fehlen uns noch ein paar Hauptamtler im Hintergrund auf der Geschäftsstelle und so weiter. Obwohl alle, die da arbeiten, wahnsinnige Energie und Zeit aufwenden, aber eben die meisten noch einen Hauptberuf haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ja, sportlich ist es einfach, ist es einfach brutal schwer mit diesem Regelwerk der Relegation dann das zu schaffen. Also da gehört einfach auch ein bisschen Glück dazu. Dann am Ende kannst du eine überragende Saison spielen, musst dann trotzdem noch die Relegation spielen und da werden dann immer Mannschaften aufeinandertreffen, die alle Zweitliganiveau haben und also um wirklich sowas zu erzwingen, so wie Wilhelmshaven das letztes Jahr gemacht hat, da müsste man halt finanziell noch ganz, ganz, ganz viel drauflegen und deshalb bin ich der Meinung, ist es immer wichtig, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir wollen sportlich so den maximalen Erfolg, aber es gibt halt auch noch wichtigere Dinge, nämlich gute Vorbilder zu sein und gewinnen, dieses Motto Gewinn mit Charakter und die echten Gewinner einfach, wir sind ein Teil von allem und wir haben eine Verantwortung für die Region, für alle. Es ist viel wichtiger, wie wir spielen, um die Leute mitzureißen und diese Energie zu entfachen und wir haben einfach echt viele Leute glücklich gemacht. Empor ist eine Tradition in Mecklenburg-Vorpommern und Rostock über Jahrzehnte. Ja, hier so ein Teil der Geschichte gewesen. Und es gibt jetzt einfach so viele Leute, die so glücklich sind, dass wir jetzt wieder so viel Enthusiasmus und positive Mannschaft haben, die ein Teil von allem ist. Und ja, wenn dann nach so einem Spiel 150 Leute im VIP-Raum sitzen und alle miteinander so eng sich miteinander unterhalten, aber auch vorher schon auf dem Spielfeld 200 Leute Handshake machen nach dem Spiel und man dann auch rumgehen muss, das ist einfach total schön. Und nach dem Spiel dann, wir haben jeder Woche sitzen bei uns beim Training immer die gleichen Leute und gucken zu und sind immer da und bringen uns ständig Geschenke. Das ist einfach so toll. Und das ist einfach viel wichtiger, diese Energie für die Region weiterzutragen. 2 Fragen habe ich noch. Also ihr habt einen 5-Jahresplan. Eine Frage hier aber von Ole. RMMRS war an dem Gerücht, dass der VfL Gummersbach Interesse an dir hatte, etwas dran?
Das weiß ich nicht, das müsst ihr den VfL Gummersbach fragen. Also gab keine konkrete Anfrage an dich. Ich habe die Frage nicht verstanden. Also gab es keine konkrete Anfrage an dich. Es gab auf jeden Fall nichts, worüber ich hier berichten könnte. Tim.slz- fragt noch, wie findest du die Jugendarbeit bei Empor Rostock? Die Jugendarbeit, ich finde, wir haben auch, was das angeht, Riesensprünge gemacht und das hingekriegt, dass die Jugendarbeit auch, oder ja, dass wir eine große Familie sind und alle zusammengehören. Also wir haben einen viel engeren Zusammenhalt, als es noch am Anfang gewesen ist. Und das macht einfach Spaß, da auch mit den Jungs zusammen zu sein. Und wir hatten auch jetzt in den letzten Wochen teilweise B-Jugendliche, die bei uns mittrainiert haben, immer wieder A-Jugendliche mit dabei und das macht Spaß. Aber wir haben auf jeden Fall auch noch ein großes Potenzial und auch eine Verantwortung für die Region, weil der Handball insgesamt in Mecklenburg-Vorpommern, aber wie auch in Schleswig-Holstein, überall gibt es diese Probleme, dass die Mitgliederzahlen sinken und wir müssen diese Verantwortung als Empor Rostock, als Flaggschiff und als Teil der Geschichte wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir da für die ganze Region auch noch mehr Potenzial haben und noch mehr machen können. Lieber Till, das waren deine Community-Fragen. Ich danke dir. Ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken. Wir haben schon im Wetten-Das-Style hier so ein bisschen überzogen. Ganz kurz hier, Ole, wer spielt besser Fußball? Du oder Tobi Wiegert-Grossmann? Ja, jetzt gerade Tobi, aber wenn ich gesund bin, dann bin ich das schon. Fragt nämlich Kochnoob_Paul und der fragt auch, gegen wen hast du noch nie im Basketball gewonnen? Gegen Paul Weidner habe ich noch nie im Basketball gewonnen. Wir haben uns ganz oft zum 1-gegen-1 Basketball getroffen. Und ich muss sagen, ich glaube, wir haben immer bis 11 gespielt. Das knappeste Ergebnis war ein 11:8. Also da habe ich keine Chance gehabt. Und Tobi Großmann wiederum fragt, kann Paul W. eigentlich Fußball spielen? Ja, besser als Tobi auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wieso er damit anfängt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also Tobi muss man ehrlich sagen, Tobi ist echt laufstark. Das heißt, wenn man draußen Fußball spielt, auf einem großen Platz, dann kann er seine Laufstärke absolut aufs Feld bringen und dann ist das echt gewinnbringend, aber in der Halle bringt ihm das nichts. Und da hat er sich einfach regelmäßig beim Training die Lunge aus dem Leib gerannt, aber da kam nichts bei rum. Das muss man einfach so sagen. Was ist eigentlich dein Lieblingsfußballverein? FC Bayern München. Guter Mann. Aber Flying.Miners fragt, wie steht es denn um deinen Lieblingsverein Bolton Wanderers? Warum schreibt er das? Das schreibt er, weil Flying Miners und ich zusammen mit unserem guten Freund Maximilian Feuchert immer Fußballmanager spielen. Das machen wir natürlich nicht mit direktem Kontakt, sondern übers Internet. Und da haben wir jetzt in den letzten Wochen wirklich viel Zeit schon mit verbracht und wir sind in der 3. englischen Liga gestartet und ich mit den Bolton Wanderers. Und jetzt sind wir mittlerweile alle 3 in der Premier League angekommen. Schlecht. Ja. Schlecht. Dann scheinst du nicht nur Manager sein zu können, sondern auch noch Turmspringer zu sein. Sukram Köter fragt nämlich, wie lief deine Schwimmprüfung im Sportstudium? Könnte es ein zweites Standbein für dich als Turmspringer geben? Ja, ich fürchte, das wird eng. Also ich habe vielleicht ein paar Talente, aber Schwimmen gehört auf jeden Fall nicht dazu, das muss man einfach sagen. Das war viel Krampf, da durchzukommen. Und Turmspringen, da habe ich vielleicht auch jetzt nicht die Körpermaße für, dass das so richtig gut funktioniert, sodass das nicht wahnsinnig elegant aussah. 2 Fragen noch. Nochmal Kochnoob_Paul, Dozari oder Bierkönig? Dozari. Und letzte Frage kommt sogar von Peter Stotz himself, über den wir vorhin so viel gesprochen haben. Der fragt, ob du noch weißt, wie man in Weißrussland Schweinsohren, waren es Schweinsohren? Ja, kann gut sein. Schweinsohren bestellt. Wie man die bestellt, weiß ich nicht mehr. Aber ja, da gab es mal eine Geschichte und zwar, wie gesagt, hatte ich ja vorhin erzählt, wir sind ja da gewesen, Peter war eben auch mit, logischerweise. Und dann waren wir in einem Restaurant und haben da auch ein bisschen was getrunken und irgendwann kamen wir auf die Idee, was zu essen zu bestellen, haben dann so eine Riesenplatte mit allen möglichen Fleischgerichten bekommen, unter anderem eben auch Schweinsohren. Und ich wollte mich dann bei der Kellnerin bedanken. Und
Danke heißt auf Russisch Spasiba. Ja. Und ich habe das aber ein bisschen durcheinander gebracht, vielleicht auch unter dem Einfluss von dem einen oder anderen Kaltgetränk und habe dann eben ihr völlig laut entgegengebrüllt, Dos Vidanje, das heißt also auf Wiedersehen. Das heißt, ich kam gerade mit dem Essen an und ich hab sie dann da quasi halb asozial richtig schön wieder weggescheucht. Ich denke, da spielt er Das ist drauf. gar nicht so fließend, weil es Russisch sprichst. Ja, ich auch nicht, aber irgendwann geht das. Ich glaube, das hatte mit dem einen Wodka zu tun, den wir da getrunken haben. Das ging dann ganz Auf jeden Fall eine Hammergeschichte, zu der wir mal eine Sonderfolge machen müssen. Der DRK in Weißrussland. Oder es gibt irgendwann eine neue Reise, dann begleiten wir euch. schön wär's. Ganz kurz einmal, weil der Herr Zollinger dort oben so ruhig sitzt. Robin Breitenfeld schreibt hier, bist du im Büro tatsächlich etwas ruhiger geworden? Das ist ja eine gemeine Frage. Also meine Kollegen und Mitarbeiter haben den Handewitter-Rundumschlag, den es mal als Trainer gab, noch nicht mitbekommen, ja. Ich wollte jetzt nicht vorlesen, wie er das betitelt hat, hier, Robin Breitenfeld. Und Danny Bayens schreibt, Sascha, vermisst du mich? Ja, natürlich vermisse ich Frau Antje aus Holland. Das war unsere Lebensversicherung in der 3. Liga. Und der spielt ja jetzt beim TBV Lemgo. Jasper Basenau fragt, hast du einen Spitznamen und wenn ja, welche Geschichte verbirgt sich dahinter? Oh ja, ich habe so den einen oder anderen Spitznamen aus grauer Vorzeit, wo ich selber noch ein junger Spieler war. Aber wenn ich als Geschäftsführer noch ein bisschen Respekt von meinen Mitarbeitern bekommen möchte, dann gehe ich darauf jetzt nicht näher ein. Kennt ihr den nicht? Nee, den kennen die nicht. Okay. Darf ich den erzählen? Ja, sicher. Nein, mach ich nicht. Dann wärst du ein echter Gewinner. Mit Charakter. Jetzt geht's los. Trissi272 fragt noch, Sascha, fehlt dir eigentlich das aktive oder hauptberufliche Trainerdasein? Durchaus. Ich hab schon die Halle und die Jungs über die 11 Jahre und auch über die Zeit davor in Flensburg und davor schätzen gelernt. Ich habe jetzt immer noch eine Landesauswahl, eine 04er-Truppe, die auch richtig Spaß machen, aber das halt nicht mehr jede Woche. Was ich nicht vermisse, ist irgendwie über die A7 Samstag stundenlang in kleinen Bussen oder großen Bussen fahren. Aber das Coachen und unter der Woche mit den Jungs in der Halle stehen, das vermisse ich schon. Wann ist denn wieder Landesauswahl? Gute Frage. Wann dürfen wir wieder anfangen? Das fragt nämlich Kroche, kann das sein? Oder Jorge? Ja, Jorge Fühlbier. Fühlbier. Ich hoffe, dass wir nach den Sommerferien mal wieder loslegen dürfen. Das wäre eine schöne Aussicht, ist auf jeden Fall eine schöne Aussage zum Schluss. Sascha, vielen Dank für die vielen Auskünfte, die du heute gegeben hast. Alles Gute weiterhin, bleib gesund. Gilt auch für Ole, vor allem erstmal gesund bleiben, logischerweise, was diesen Stand anbelangt und was das Sportliche anbelangt, werde wieder gesund. Ich versuch's. Nicht nur gesunde Wünsche, sondern auch viel Erfolg bei diesem tollen Projekt, was ich nur unterstützen kann und für das ich die Daumen drücke. Danke dir. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt, so fleißig Fragen gestellt habt. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Eigentlich hatten wir gedacht, heute wäre in normalen Verhältnissen und normalen Zeiten die letzte Anrufsendung der Saison. Aber nichts war's. Es ist alles ein bisschen anders und deswegen senden wir natürlich durch. Und auch in den nächsten Wochen gibt es Anruf das Handballmagazin. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Euer Von. Ciao. Ihr wollt euer Spiel oder Event live im Internet sehen? Dann schreibt uns eine Nachricht und wir klären zusammen die Rahmenbedingungen, um auch euch bald live und on demand zu zeigen.